Hallo, heute geht es darum, zwei Sachen zu kombinieren, und zwar die Steadicam für untenrum und einen Gimbalkopf für obenrum. Wie das Ganze aussieht, kann ich schon mal leicht andeuten, indem ich das versuche hier drauf zu schieben. Ich muss mal kurz auf die Monitor gucken. Ich muss mal kurz umswitchen. Sorry for my English fans, I'm gonna do this video in German. But Best Boy Adam got you covered. He did a nice review about exactly this, so I'm gonna link him in the description. Wie das Ganze aussieht, sehen wir jetzt gleich im Video, nach einem kleinen Intro. Und da sind wir auch schon wieder. Das ging ja schnell. So, jetzt haben wir hier die Steadicam und den Gimbalkopf. Ich hatte das früher schon mal probiert. Da habe ich einen alten, das ist schon Jahre her, da habe ich einen alten Beholder-Gimbal auf die Gleitcam damals gebaut. Da war natürlich das Problem, die Einhand-Gimbals hatten damals noch den fetten, oder haben sie jetzt immer noch den fetten Akkugriff unten dran. Den konnte man halt damals noch nicht abmachen. Und deshalb war das ganze Ding relativ hoch. Das war ein netter Jibarm, aber eigentlich unbrauchbar. Ne? Und man sollte sich natürlich überlegen, ja, wofür brauche ich das Ganze? Ich hatte zum Beispiel mal einen Dreh, da musste ich im Bürogebäude ewig lange dieselbe Strecke ablaufen mit dem Gimbal, mit der Kamera musste ich halt dann immer auf Monitore fahren und dann zu dem einen Monitor, zu dem anderen Monitor, und das ging den ganzen Tag über. Da hatte ich noch keine Unterstützung durch eine Steadicam und das war schon nervig mit dem Gimbal, weil die Kamera auch relativ schwer war. Ja, das war ein anstrengender Tag. Da gibt es natürlich diverse Vorteile, die so ein System mit sich bringt. Zum einen der immer gerade Horizont. Da gibt es diverse Ansätze. Rave gibt es, dann hat Gleitcam selber, ich weiß den Namen gar nicht mehr, der ist irgendwie ganz schön funky. Die haben auch so ein System gebaut, meistens halt ein einachsiger Gimbal, der nur den Horizont ausgleicht. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir einen Dreiachs-Gimbal haben und viel mehr ausgleichen können. Das ist der eine Vorteil. Dann kann man natürlich, wie schon erwähnt, schwerere Kameras draufbauen, weil man jetzt diese Unterstützung durch die Weste hat. Ja, sind wir mal ehrlich, wenn man jetzt auf einen großen Dreh geht, dann hat man natürlich dementsprechendes Equipment dabei und leiht sich das auch. Das ist jetzt eher so die Variante für den Solventenmann, der aber auch nicht viel Geld ausgeben will. Und halt die meisten Leute haben die Teile, die ich jetzt zum Zusammenbauen genutzt habe oder nutze, die meisten Leute haben diese Teile noch zu Hause liegen. Hier haben wir die Gleitcam HD 2000 und hier den Ronin RS2. Dann ganz wichtig, damit das Ganze jetzt funktioniert, ist ein Adapter. Wie man nämlich erkennen kann, ist hier kein Batteriegriff mehr dran, sondern in diesem Fall von Tilta. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ist ja unwichtig, ich habe es ja gerade gesagt. Der Power-Adapter, der wird statt des Batteriegriffs da drunter geschraubt, und jetzt fragt sich der gewiefte Zuschauer, wo kommt denn die ganze Stromzufuhr dann her? Hier hinten ist eine Buchse dran, und da dran schließt man dann eine externe Stromzufuhr an. Das ist der einzige Nachteil an so Dingern, aber anders geht es halt nicht. Man kann ja da keine Batterie reinbauen. In meinem Fall habe ich einen V-Mount-Akku genommen, dazu dann später auch noch mehr. Und der ganze Vorteil von diesem Ding ist, dass jetzt der Schwerpunkt extrem nach unten geht, weil man will ja nicht auf der Steadicam oben drauf nochmal so einen langen Stiel haben. Das Problem aber ist jetzt, das war wahrscheinlich nur bei meinem Adapter, ich hoffe, das ist bei keinem anderen, der hat einen kleinen Fabrikationsfehler. Man kann den Gimbal hier hinten, ne, also der arretiert sich nicht richtig, und wer dieses Safety, was dabei ist, das ist aber bei allen Adaptern, die gibt es ja noch von verschiedenen Firmen, wäre das nicht dabei, dann wird das Ding runterkippen, ohne Probleme, weil der nicht richtig reinschnappert, der Schnapper. Und ich habe mir den Schnapper schon angeguckt. Der ist einfach falsch fabriziert. Da habe ich mit Tilta schon geredet und die meinten, sie fabrizieren einen neuen, haben jetzt chinesisches Neujahr und danach wollen sie mir einen neuen schicken. Das einzig Doofe jetzt bei der Steadicam ist, wenn man halt nach unten schwenkt, dann macht es Klick und der rastet halt ein bisschen nach vorne aus. Deshalb hoffe ich, dass der neue bald kommt. Tilta. Genau. Gleitcam, hier oben drauf kommt dann dieser Kopf. Bei der Gleitcam ist der Vorteil, dass das eine Kralle, wie beim Vorbau von alten Fahrrädern, hier einfach reingeschraubt ist. Und hier oben ist eine Kralle drin mit einer Schraube. Und das ist sozusagen die Platte für oben. Die habe ich jetzt gewechselt. Da habe ich mir diesen tollen Adaptern, wo bin ich denn jetzt? Ich baue mich zu. Mit diesen Adaptern, die sind ziemlich geil, habe ich hier mir so eine kleine Schnellwechselplatte hier drauf gemacht und dann hier oben drauf geschraubt. Und das passt relativ gut. Das ist halt so ein Ding, geil, hat gepasst, wunderbar, 3 Euro ausgegeben. Das Problem nämlich ist, dass die Gewindebohrung von dem Tilterkopf, der hat relativ viele Bohrungen da drin, aber keine ist in der Mitte. Also keine ist über dem Schwerpunkt. Keine Ahnung warum. Ich habe mir das hier mal angezeichnet. Der Schwerpunkt von diesem ganzen Kopf, der liegt hier. Hier sind 2 große Schrauben an der Seite, aber mittig zentriert ist da leider keine Schraube. Darauf sollte man halt dann achten, wenn man das ganze Ding zentriert. Und deshalb habe ich mir diese Schnellwechselplatte besorgt, weil die kann ich dann nach vorne und nach hinten schieben. Also ich baue es mir natürlich so, dass ich dann so nach vorne und nach hinten schieben kann. Und da kann ich den Schwerpunkt, wenn der Gimbal erstmal austariert ist, dann kann ich dann immer noch ein bisschen ändern, nach vorne oder nach hinten. Also das ist jetzt ein bisschen anderes System als eine Steadicam. Wenn man es bei einer Steadicam macht, sollte der Schwerpunkt der Kamera, der darf nicht direkt über dem Post sein. Der muss immer ein bisschen weiter hinten sein. Dann balancieren wir den Gimbal aus, machen die Kamera drauf. Das geht in diesem Fall nicht, weil die Kamera da steht und filmt.
Wichtig ist dabei, dass es wirklich sehr gut ausbalanciert ist, damit der Schwerpunkt auch wirklich genau über der Achse liegt und dann auch über dem Post. Ja, das können wir dann natürlich noch ein bisschen nach vorne und nach hinten schieben mit der Schnellwechselplatte, damit wir dann den Schwerpunkt ein bisschen nach hinten machen können. Das war jetzt oben rum und jetzt kümmern wir uns um die untere Sektion. Da ist es ein bisschen komplizierter. Also auf die eine Seite kommt der Akku und auf die andere Seite kommen dann die Gegengewichte. Bei der Flycam sind das die sind ja bekannt. Das muss man dann ein bisschen austarieren. Natürlich sollte das Ganze in Waage sein dann, ne? Dementsprechend, wie schwer der Akku ist, sollten dann die Gegengewichte sein. Es gibt so kleine von Small Rig, um mal einen Namen zu nennen, habe ich mir so einen kleinen Adapter, so einen VMAT-Adapter geholt, den habe ich hier drauf geschraubt, dass der Akku dann einfach drauf geht. Aber das große Problem war natürlich die Stromversorgung, wie schon bereits erwähnt, weil das Kabel wollen wir innen verlegt haben. Und das hat die Glidecam HD 2000 noch nicht gehabt damals. Die ist nämlich relativ alt. Und das Kabel, was mitgeliefert wird bei diesem Tilter-Adapter, das ist ungefähr so lang. Das ist jetzt ein bisschen länger, vielleicht so lang. Das ist jetzt natürlich zu kurz für dieses ganze System. Und die Kabel sind echt teuer, weil man aufpassen muss, dass man einen männlichen Stecker hier oben hat, der dann auf E-Tab geht für den V-Mount-Akku. Ich habe da ein bisschen bei Amazon gesucht und eins habe ich gefunden, das sieht man hier, es deutet sich auch schon an. Das ist so ein Spiralkabel. Das hat, ich glaube, 30 € oder so gekostet. Das war jetzt, ne, zum Verbauen war das okay. Das Einzige, was ich natürlich machen musste, war hier den Stecker aufschrauben und die Kontakte ablöten, damit ich das Kabel verlegen kann. Dann habe ich mir hier ein Löchlein gebohrt und hier unten auch und dann das Kabel spiralig hier drin verlegt, dass ich halt eine interne Stromversorgung habe. Und wenn der Kopf dann oben drauf ist, stecke ich das Kabel hier hinten rein und dann ist das ganze Ding am Funktionieren. Ja, nein, die Flycam, genau. Ja, richtig, über die reden wir jetzt. Tschüss, ja, tschüss, ja, tschüss, ja, ja, ja. Ich habe also diese Glidecam HD 2000 umgebaut und mir zurechtgebohrt alles. Und dann habe ich eine Weste gesucht, weil das macht ja total Sinn, eine Weste zu haben und einen Federarm. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt und er meinte so, ja, ich habe hier noch eine Weste und einen Federarm, relativ günstig, schicke ich dir. Und dann hat er mir auch einen Post mitgeschickt. Und bei dem Ding ist halt der Riesenunterschied, also Riesenunterschied, buchstäblich, abgesehen davon, dass sie halt viel größer ist und ein bisschen stabiler. Das Geilste, was ich an diesem Post finde, ist den sieht man noch, den Gimbal. Weil den kann man in der Höhe verstellen. Den kann ich lose schrauben und kann ihn hoch und runter verstellen. Und in unserem Fall haben wir das riesige Gimbal-Setup hier oben noch drauf. Na? So. Und dann wollen wir den Post natürlich so hoch wie möglich oder beziehungsweise den Gimbal so hoch wie möglich haben, damit der Schwerpunkt nicht so oben ist und wir nicht so viel Gegengewicht da dran bauen müssen. Also fassen wir kurz zusammen. Stabilär. Der Gimbal ist verstellbar. Und das dritte, was ich auch relativ gut fand dabei, ein netter Zufall, die hat schon eine interne Kabelverlegung. Das heißt, das mit der Glidecam war umsonst. Aber hey, man lernt nie aus. Hier war jetzt innen drin verlegt zweimal Strom und einmal BNC. Dann haben wir hier unten einmal, hier, das ist so eine Breakout-Box, da kam dann raus einmal dieses Lemo 2-Pin, was wir auch brauchen, um den Akku anzuschließen. Und noch, wie gesagt, BNC und hier oben. Hier kam es dann wieder raus. Und das geht hier rein. Das System ist nämlich anders. Bei der Glidecam hatte ich ja gesagt, dass hier oben drauf das mit einer Kralle reingedreht wird. Da hat man natürlich oben kein Loch mehr, wo man ein Kabel rein verlegen kann. Hier ist das andersrum. Hier wird der ganze Kopf von außen drauf geklemmt und man hat somit Platz. Ich weiß nicht, ob man es sieht, hier gehen die Kabel lang. Hat man somit Platz, die Kabel hier rein zu verlegen. Und der Vorteil daran ist, dass ich mir jetzt auch ein HDMI-Kabel reinlegen kann, was ja ein bisschen größer ist und was ich auch brauche für meine Kamera, für die DSLR. Also wir reden ja hier immer von kleinen Kameras, die wir da drauf bauen. Ne? Ich will ja jetzt keine riesen gerickte FX9 oder so da drauf machen. Was aber auch gehen würde, wahrscheinlich. Probieren wir mal aus. Genau, das kann ich alles da durchverlegen und es ist halt relativ sauber. Und es war schon gemacht. Das ist das Kabel von Tilter, was dabei war. So lang ist das Adapterkabel. Ne, D-Tab und Lemo. Das ist die Adapterplatte von Schmolrig. V-Mount. Sieht man hier unten, habe ich sie ein bisschen angeschraubt. Dann habe ich mir dickere Füße gekauft, weil die Schrauben hier unten rausstehen, dass sie auch dann immer schön gerade steht. Und ja, hier haue ich den V-Mount-Akku dann einfach rein und dann ist er fest. Ich habe mir das ganze Ding jetzt etwas näher geholt. Was man natürlich nicht sieht, ist unten der Teil, den habe ich eben schon gezeigt, weil hier der Tisch ist, auf dem richtig toller Molton liegt, über den ich auch super gerne drüber streiche. Ne? Das ist richtig toller Molton, der gefällt mir richtig gut. Das streicht man echt gerne drüber. Schön glatt, toll, schön schwarz, schön. So, jetzt haben wir das Ding hier und was natürlich sofort auffällt, wenn ich den Post drehe, der Bildschirm dreht sich nicht mit, in diesem Fall das Handy, also unser Handy-Bildschirm. Der dreht sich nicht mit und das ist jetzt der Riesenvorteil, weil normalerweise bei der Steadicam der Bildschirm natürlich immer unten irgendwo ist am Post. Oder ein bisschen höher, aber zumindest am Post. Das heißt, wenn ich den Post drehe, dann dreht sich der Bildschirm auch mit. Und hier ist das nicht der Fall.
Hier würde jetzt der Federarm dran kommen und mache hinten die Weste raus. Hier halte ich das Ding fest, schwenk hin und her und habe halt immer den Blick frei auf meinen Handy-Monitor. Der funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Ist natürlich kein Ersatz für einen richtigen Monitor, aber hier haben wir halt den riesen Vorteil, dass wir über Raven Eye funken können. Und wie vorhin schon gesagt, da kommt ein 1080p oder ich weiß es gar nicht, Signal dann rüber. Bei Raven Eye, muss ich sagen, habe ich jetzt keinen großartigen zeitlichen Versatz festgestellt. Vielmehr ist es ja bei HDMI der Fall. Ich habe ja, wie erwähnt, schon das Purmans Kit mir gebastelt mit relativ günstigen Teilen. Und der Tilterkopf war ja auch günstig. Und es gibt natürlich von DJI selber noch dieses Base Expansion Kit, heißt das, glaube ich. Da ist dann noch ein weiterer Griff dabei und dann wird es interessant, weil den kann ich jetzt auch hier befestigen und kann dann über diesen Griff, dann geht es echt schon langsam Richtung Trinity, wobei wir jetzt natürlich nicht so Vergleiche ziehen wollen. Dann kann ich über den Griff dann komplett die Gimbal-Bewegung noch steuern. Und das ist natürlich ziemlich interessant, weil ich dann auch das Schärfenrad da dran habe und dann über den Griff die Schärfe ziehen kann. Weil so wie es jetzt ist, kann ich die Schärfe entweder natürlich über das Rad ziehen. Ich habe das mal ausprobiert, das funktioniert mit Weste tatsächlich ganz entspannt. Wenn ich die Steadicam so halte, ist ja der Arm dran und statt hier kurz hier anfasse und die Schärfe ziehe, apropos Schärfe, ich komme mal wieder in die Schärfe, dann funktioniert das relativ gut. Ist natürlich nicht so geil, als wenn es hier direkt am Griff wäre. Weitere Möglichkeit, auch wieder über Raven Eye, dass ich die Schärfe über das Handy ziehe. Da habe ich so einen kleinen Drehregler und dann kann ich dann den Fokusmotor, der bei dem Erweiterungskit dabei war, vom Ronin, da kann ich dann die Schärfe über das Handy auch mitziehen. Es ist ein bisschen albern, aber wir reden ja jetzt nicht über wirklich Schärfe ziehen, sondern damit kann man dann die Schärfe einmal bestimmen, feststellen und dann sie gegebenenfalls nochmal ändern. Aber irgendwelche Schärfeverlagerungen würde ich jetzt eher nicht mitmachen. Aber wie gesagt, für den kleinen Mann ist das schon eine ganz lustige Angelegenheit. Grundsätzlich besteht ja eigentlich ein Riesenunterschied zwischen Steadicam und Gimbals. Die Gimbals, da sind die Bewegungen eher mechanischer, bei der Steadicam ist es auf jeden Fall, man kann es so nennen, organischer, die Bewegung. Das liegt allein daran, dass ja jede Bewegung vom Post direkt auf die Kamera übertragen wird, ne? Wenn ich jetzt normal bei der Steadicam habe. Wenn ich jetzt einen Gimbal habe, ich mache ihn mal mechanisch an, mit dem Knopf hier, ne? Er ist nicht an. Aber trotzdem sieht man, dass er dann natürlich ein bisschen träger reagiert. So. Und mit der Steadicam kann ich halt richtige, schnelle Schwenks machen. Was ich drin gelassen habe, ist der Schwenkmotor. Allerdings habe ich den ich glaube, auf fast 90 gestellt, weil man ja doch wirklich dann den Vorteil von der Steadicam auch ausnutzen will, dass man wirklich mal einen schnellen Schwenk rechts, links machen kann. Und dafür ist das relativ praktisch dann. Und am Ende noch eine kleine Empfehlung, eine kleine Buchempfehlung, ein literarisches Schmankerl am Ende der Episode sozusagen. The Steadicams Operators Handbook. Da steht viel drin, es ist dick, deshalb steht auch viel drin. Und es covert eigentlich alles, was man so braucht. Das Aufsetzen des Systems, Ausbalancieren der Steadicam, Schritttechniken, Haltungstechniken, weil letztendlich ist es eine Steadicam. Ein kleinen Gimbal oben drauf, aber es ist eine Steadicam, daher macht dieses Buch total Sinn. So, das war's. Mal gucken, was wir als nächstes bauen. Wie gesagt, es ist alles sehr individuell, ne? Jeder hat eine andere Steadicam vielleicht zur Verfügung und jeder geht anders an die Sache ran. Das sollte jetzt nur mal ein Weg von vielen sein, wie man in diese Richtung gehen kann. Falls noch Fragen sind, schreibt das da irgendwo hin. Und das war's von mir. Schönen guten Abend noch.